Und zugeschaltet aus Bergisch Gladbach ist uns jetzt Wolfgang Bosbach, ehemaliger CDU-Innenpolitiker. Guten Abend. Guten Abend. Beste Grüße nach Berlin. Ja, ausgerechnet die CDU macht für die Grünen 100 Milliarden fürs Klima frei und Klimaneutralität soll auch noch ins Grundgesetz geschrieben werden. Die Grünen haben, so scheint es, mehr Macht und Geld als zu Ampelzeiten, als sie noch mitregiert haben. Warum macht die Union da mit? Ja, das ist nicht ganz falsch. Die Grünen haben jetzt Zugeständnisse bekommen, die sie als Teil der Regierung Ampelkoalition mit Sicherheit nicht bekommen hätten, schon wegen der bekannten Haltung der FDP. Aber anders geht es wohl nicht, zumal wir uns ja erst am Beginn der Koalitionsverhandlungen befinden. Und hier sind weitreichende Maßnahmen beschlossen oder verabredet worden von den zukünftigen Koalitionären, bevor die Koalitionsverhandlungen überhaupt begonnen haben. Das war sozusagen die Geschäftsgrundlage für alle weiteren Verhandlungen. Und anders wäre es wohl nicht gegangen. Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ja, aber das ist ja aber auch relativ dramatisch, was Sie da beschreiben. Und so sehen es ja auch immer mehr CDU-Abgeordnete. Auch in der SPD gibt es wohl Abweichler. Die wollen also diesem Milliardenschuldenplan nicht zustimmen. Und das liegt eben nicht nur an den Zugeständnissen, die man den Grünen gemacht hat. Die haben durchaus auch andere gute Gründe. Haben Sie Verständnis für diese Abweichler? Ja, möchte kurz auf das eingehen, was wir im Einspielfilm zu Beginn gesehen haben. Natürlich ist es richtig, dass nicht als neues Staatsziel Klimaneutralität bis 2045 spätestens ins Grundgesetz aufgenommen wird. Das stimmt. Aber dass das jetzt so heruntergespielt wird, als politisch völlig belanglos, das verstehe ich nicht. Wenn es so belanglos ist, also pure Dekoration im Gesetzgebungsverfahren, dann kann man es ja auch rausnehmen und schon hat man ein Problem weniger. Das Hauptproblem liegt hier auch weniger in klagefreudigen Anwälten als in der Auslegung durch die Gerichte. Darum geht es am Ende. Der Gesetzgeber stellt sich etwas Bestimmtes vor. Ob das bei einer Klage in Karlsruhe vom zuständigen Senat auch so gesehen wird, das ist eine ganz andere Frage. Und es ist gut möglich, dass in Zukunft Karlsruhe eine Entscheidung trifft. Nicht nur 20a, Schutz natürlicher Lebensgrundlage, nicht nur Klimaneutralität, sondern Klimaneutralität bis 2045 hat der Verfassungsgesetzgeber ausdrücklich ins Grundgesetz aufgenommen. Und das ginge dann weit über die Konkretisierung der Zweckbestimmung hinaus. Würde übrigens auch nicht mehr einer Abwägung dann unterliegen. Es geht ja auch um die ökonomische, um die gesellschaftliche, um die soziale Stabilität unseres Landes und nicht nur und ausschließlich um Klimaneutralität bis 2045. Ja, ganz genau. Und Sie haben gerade gesagt, Sie sind nicht begeistert davon. Was glauben Sie denn, wie das bei den Unionswählern dann erst ankommt, die ja auch für ein Ende der grünen Wirtschaftspolitik votiert haben? Also das Letzte, was wir und unser Land brauchen, ist eine Ampel 2.0, diesmal unter Beteiligung der Union und Kanzler Friedrich Merz. Ich möchte aber von den Kritikern auch mal wissen, welche praxistauglichen Alternativen gibt es denn? Versprochen haben wir im Wahlkampf einen Politikwechsel. Und dieses Versprechen müssen wir einhalten. Das gilt jetzt nicht nur für das Thema Stabilität der Bundesfinanzen. Gucken Sie mal, für die erste Billion Schulden haben wir 50 Jahre gebraucht. Für die zweite Billion Schulden haben wir 25 Jahre gebraucht. Jetzt gehen wir mit Riesenschritten auf die nächste Billion Schulden zu in relativ kurzer Zeit. Ich glaube nicht, dass zu wenig Schulden das Hauptproblem unseres Landes sind. Jetzt geht es um die Modernisierung des Staates, Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, Entbürokratisierung, Einsparungen, Strukturreform und nicht zuletzt um das wichtige Thema Migration. Wenn die Union auch dann noch eine Verbeugung vor der SPD macht und einknickt, dann werden wir es schwer haben, Millionen Wählerinnen und Wähler zu erklären, warum wir die Wahl zwar gewonnen haben, aber politisch kaum mehr Einfluss als in der Opposition. Und da sprechen Sie einen interessanten Punkt an, denn da geht es ja wirklich ans Eingemachte in den Koalitionsverhandlungen, gerade wenn die CDU sich da durchsetzen will oder die Union. Was passiert denn, wenn wir morgen das Grundgesetz ändern, kommt noch durch und dann platzen die Koalitionsverhandlungen? Hat jemand schon mal so weit gedacht? Ja, das habe ich von Anfang an gesagt. Allerdings sehe ich jetzt noch nicht, wie sich jenseits von der Union eine stabile Mehrheit bilden könnte. Aber ausgeschlossen ist das nicht.
Im Moment ist die Union eingeklemmt in einer Art politischem Schraubstock. Auf der einen Seite ein linkes Bündnis und auf der anderen Seite die AfD und wir mittendrin. Und wegen Brandmauer zur AfD, die ich in der Sache für richtig halte, haben wir im Moment keine anderen Alternativen, als uns immer wieder auf der linken Seite des Parlaments eine Mehrheit zu suchen. Im Moment ist das möglich mit der SPD. Das kann bei den nächsten Wahlen schon völlig anders sein. Dann ist allerdings das Grundgesetz schon geändert. Und dann werden wir es mit Zweidrittelmehrheit nicht wieder ändern können, im bürgerlichen Teil des Parlaments. Dankeschön, Wolfgang Bosbach.